Hallo und herzlich willkommen bei Bosch Sports Tech. Es freut mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. WatchOS 11 wird voraussichtlich im September mit der nächsten Generation der Apple Watch erscheinen. Durch die Developer Beta haben aber auch so ungeduldige Menschen wie ich die Möglichkeit, sich einen Ersteindruck des nächsten Apple Watch Betriebssystems zu machen. Da die Version relativ stabil laufen soll, habe ich sie installiert und zeige euch in meinem Video die 10 besten Neuerungen für uns Sportler. Von Training Load über Routenerstellung bis hin zu neuen Funktionen für den Action-Button. Wir schauen uns alles an. In diesem Sinne würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen wir los. An dieser Stelle eine kleine Warnung. Auch wenn ich im Intro von relativ stabiler Firmware rede, dann bedeutet das noch lange nicht, dass diese stabil läuft. Bei meinem Test habe ich Abstürze und Verzögerungen erlebt, die Uhr lädt auch sehr langsam und der Akku hält nicht so lange wie sonst. Ich war mir aber der Risiken bewusst, würde euch aber davon abraten, sie zu installieren und lieber auf die finale Version zu warten. Punkt 1. Training Load. Training Load ist, glaube ich, die Sache, die die meisten interessiert. Darum würde ich sagen, fangen wir auch gleich damit an. Also, wie funktioniert sie? Hier wird die kumulierte Anstrengung jedes einzelnen Workouts der letzten 7 Tage mit der letzten 28 Tage verglichen. Ist der 7-Tage-Wert über dem Wert der letzten 28 Tage, hat man eine steigende Trainingsbelastung, ist die darunter, hat man eine fallende. Dieser Vergleich hilft einem dabei zu erkennen, ob man bereit für ein intensives Workout ist oder ob man lieber einen Ruhetag einlegen soll. Optimalerweise sollte die akute Belastung immer leicht über der langfristigen Belastung sein, um seine Fitness zu verbessern. Nach jedem Workout bekomme ich jetzt eine Anstrengungsbewertung. Für manche Workouts funktioniert das automatisch, bei anderen muss ich es manuell eingeben. Workouts, wo das automatisch funktioniert, sind Gehen Indoor-Outdoor, Laufen Indoor-Outdoor, Radfahren Indoor-Outdoor, Rudern Indoor-Outdoor, Cross-Country, Skifahren, Ellipsentrainer, Stiegensteigen, Wandern, High-Intense-Training, Tanzen, Kickboxen, Beckenschwimmen und Freiwasserschwimmen. Das Ganze funktioniert aber noch nicht perfekt bzw. ist noch offenbar verpackt, denn bei 2 Läufen habe ich zum Beispiel gar keine automatische Anstrengungsbewertung bekommen und zuletzt wieder beim Indoor-Rudern, ganz kurzes Aufwärmen, habe ich dann schon eine bekommen. So ein kleines Update, was die automatische Anstrengungsbewertung betrifft. Ich habe zuletzt ein Workout gemacht, ein High-Intense-Training, und bei dieser Art von Workout soll ja das Ganze automatisch funktionieren. Hat es aber nicht. Nach dem Workout auf der Zusammenfassung ist keine automatische Anstrengungsbewertung gestanden. Ich bin dann aus der App rausgegangen und dann ungefähr 2 Minuten später habe ich dann gesehen, dass das Workout eine Bewertung bekommen hat. Das heißt, ja, es funktioniert schon, aber scheint einfach teilweise ein bisschen zeitverzögert zu sein. Was ich aber wirklich toll finde, ist, dass ich nicht nur die Möglichkeit habe, mir die gesamte Trainingsbelastung anzusehen, sondern für jede einzelne Sportart separat. Weiters kann man direkt auf der Uhr eine Woche rückwirkend die Belastungsbewertung ändern und einfügen, beziehungsweise für einen längeren Verlauf kann man das in der App tun. Auch bei Trainings, die man mit einer Third-Party-App gemacht hat oder wenn man mit einer Sportart trainiert hat und die Daten mit Apple Health synchronisiert werden, kann man bei beiden dann ebenfalls manuell eine Anstrengungsbewertung abgeben. Punkt 2. Die Vitals App. Die Vitals App ist die nächste große Neuerung, die Apple auf die Apple Watch bringt. Mit dieser werden im Schlaf wichtige Gesundheitsdaten erfasst, und zwar die Herzfrequenz, die Atemfrequenz, Temperatur am Handgelenk, Blutsauerstoff und Schlafdauer. Nach ein paar Tagen wird ein Basiswert gebildet und fortwährend beobachtet, ob die Werte von diesen abweichen. Auf der Apple Watch kann man die Werte dann auswählen und wenn man darauf klickt, sieht man, welche Faktoren zu einer Veränderung führen können. Auch den Verlauf der letzten Tage und die Veränderung sieht man direkt auf der Uhr. Persönlich fehlt mir hier aber eine Metrik, die meiner Meinung nach die größte Aussagekraft über körperliche und mentale Verfassung bietet, und zwar die Herzfrequenzvariabilität. Auf fast allen Sportuhren ist diese mittlerweile Standard, vor allem wenn es um die nächtliche Analyse geht. Warum Apple diese nicht implementiert hat, verstehe ich nicht, aber vielleicht kommt es ja noch. Punkt 3. Individuelle Fitness-App. Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, die Fitness-App auf dem iPhone individuell zu gestalten. Wenn man ganz unten auf Übersicht bearbeiten geht, kann man die Widgets frei bewegen bzw. welche löschen oder hinzufügen.
Will man sich zum Beispiel Daten vom wöchentlichen Radfahren anzeigen lassen, klickt man auf Hinzufügen und wählt es dann mit der entsprechenden Metrik aus. So, eine ganz kurze Unterbrechung. Falls dir bis jetzt mein Video gefallen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn du mir ein Like da lassen würdest, beziehungsweise wenn du es noch nicht getan hast, dann kannst du auch gerne meinen Kanal abonnieren, denn dann verpasst du auch zukünftig keine Videos mehr. Ich sage auf jeden Fall herzlichen Dank und schon geht's weiter mit dem Video. Punkt 4. Aktivitätsringe pausieren. Hier bzw. auch auf der Apple Watch finden wir eine weitere Neuerung, die meines Erachtens nach schon längst überfällig war. Was ist zum Beispiel, wenn man verletzt oder krank ist? Genau für so einen Fall kann man jetzt die Ringe pausieren. Dazu klickt man auf die Ringe und wählt Ringe pausieren aus. Jetzt hat man die Möglichkeit, die Ringe für einen Tag, eine Woche, das aktuelle Monat oder bis zu 90 Tage zu pausieren, ohne die Bewegungsserie zu unterbrechen. Punkt 5. Ziele ändern. Und auch eine weitere Neuerung findet man ebenfalls auf der Überblicksseite. Ich persönlich trainiere 5-mal die Woche und habe 2 Pausentage. Und genau an diesen Pausentagen ist das Erreichen der Ringeziele für mich eher nervig als motivierend. Mit WatchOS 11 lassen sich die Ziele jetzt für jeden einzelnen Tag separat einstellen, egal ob es sich um das Bewegungsziel, das Trainingsziel oder die Stehstunden dreht. Normale oder hohe Ziele an Trainingstagen und moderate oder niedrige Ziele an trainingsfreien Tagen sind nun kein Problem. Punkt 6. Neue Funktion für den Action-Button. Auch der Action-Button der Apple Watch Ultra bekommt eine neue Funktion spendiert. Bis jetzt musste man sich für eine Funktion entscheiden und wenn man diese ändern wollte, dann musste man das umständlich in den Einstellungen umstellen. Aber jetzt nicht mehr. Mit WatchOS 11 braucht man nur die Taste lange gedrückt halten und schon erscheinen alle verfügbaren Funktionen, die ich der Taste zuteilen kann. So kann man zum Beispiel zwischen der Trainingsfunktion und der Taschenlampe schnell hin und her schalten. Punkt 7. Wegbegleiter-Feature. Angenommen, ihr geht ganz früh laufen oder spät ins Fitnessstudio und wollt eure Freunde oder Familie darüber informieren, dass ihr das Workout gestartet bzw. beendet habt. Mit dem Wegbegleiter-Feature ist das jetzt direkt in der Workout-App möglich. Dazu startet man ein Workout, wischt einmal nach links und aktiviert die Wegbegleiter-Funktion. Unter Bearbeiten kann man einstellen, ob man jemanden bei Ankunft, nach einer gewissen Zeit oder nach Trainingsende informieren möchte. Klickt man auf Ankunft, so kann man dann zum Beispiel weiters den Zielort hinzufügen. Das ist natürlich auch super praktisch, wenn man einen Wettkampf läuft und Familie oder Freunde wissen lassen möchte, wenn man fertig oder an einer bestimmten Stelle angekommen ist. Punkt 8. Routen erstellen. Mit iOS 18 führt Apple die Funktion ein, Routen direkt auf dem iPhone zu erstellen und diesen zu folgen. Dazu öffnet man die Karten-App, wählt einen Startpunkt und weiter eigene Routen erstellen. Anschließend zeichnet man die Route ein, man sieht dann auch das Höhenprofil und speichert sie ab. Man kann sich das umgebende Gebiet dann auch nochmal runterladen, um es offline verfügbar zu machen, auch auf der Apple Watch. Leider ist das Ganze noch nicht so, wie man sich das wünschen würde. Die Routenführung muss man in der Karten-App starten, das Ganze ist nicht in die Workout-App integriert. Somit müsste man, wenn man eine Aktivität tracken möchte, zwischen beiden Apps immer hin und her switchen. Für die Kartennavigation auf der Apple Watch wird man also weiterhin die App Workout Doors nutzen müssen. Punkt 9. Automatisches Sleep Tracking. Eine gute Nachricht gibt es für alle, die mit der Apple Watch den Schlaf tracken. Bis jetzt musste man den Fokus Schlaf aktivieren, damit dieser aufgezeichnet werden konnte. Mit WatchOS 11 ändert sich das jetzt, denn die Uhr erkennt nun den Schlaf automatisch, somit ist auch das Erfassen eines Nickerchens am Nachmittag möglich. Ich selbst mache normalerweise nur 20 Minuten Powernaps, die wurden bis jetzt nicht aufgezeichnet. Ich habe aber in diversen Foren gelesen, dass wenn man 1 bis 2 Stunden schläft, diese tatsächlich aufgezeichnet werden. Punkt 10. Strukturierte Workouts beim Poolschwimmen. Neu ist jetzt auch die Möglichkeit, strukturierte Workouts fürs Beckenschwimmen zu erstellen. Dazu klickt man auf die 3 Punkte beim Beckenschwimmprofil und weiter auf Training erstellen. Jetzt eigenes auswählen und man kann hier dann Schwimmintervalle zum Beispiel nach Zeit oder Zeit und Strecke erstellen. Nachdem diese Funktion die letzten beiden Jahre für Laufen und Radfahren verfügbar gemacht wurde, ist es nun auch fürs Beckenschwimmen verfügbar. Apple ist ja bekannt dafür, sich für die Einführung neuer Funktionen Zeit zu lassen. Ich freue mich, dass die Trainingsbelastung jetzt nativ auf die Uhr kommt. Auch die Routenerstellung bzw. die Vitals App sind Schritte in die richtige Richtung.
Aber vom Ziel bzw. von dem, was wir uns wünschen, sind wir noch weit entfernt. Was mir beim Training Load sehr gut gefällt, ist die Tatsache, dass ich die Anstrengung im Nachhinein noch manuell ändern kann. Denn zum Beispiel bei einem Krafttraining, das muskulär sehr anstrengend ist, bekomme ich oft eine sehr niedrige Bewertung. Oder auch bei einer Wanderung, die stundenlang ist und obwohl der Puls nicht so hoch geht, bin ich am Schluss komplett gerädert. Auch hier habe ich die Möglichkeit am Schluss dann nachzujustieren. Wie bereits erwähnt, fehlt mir bei der Vitals App die Herzfrequenzvariabilität und auch die Routenführung, so wie sie momentan angeboten ist für mich nicht wirklich praktisch. Also hier würde ich mir wirklich eine Implementierung in die Workout App wünschen. Ansonsten finde ich, dass zwar Apple am richtigen Weg ist, aber ruhig ein wenig schneller gehen könnte. Wie immer würde mich natürlich interessieren, wie eure Meinung ist. Schreibt mir sie bitte in die Kommentare und erzählt mir, wie euch die Neuerungen zu WatchOS 11 gefallen. Ich bin auf jeden Fall am Ende meines Videos angekommen. Ich sage wie immer Dankeschön fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles Liebe, bleibt großartig und bis zum nächsten Mal.